Es ist vielleicht weder der größte noch aktivste Vulkan der Welt, aber wohl der bekannteste und gefährlichste. Über 1 Million Menschen leben in Neapel. Sie essen, schlafen und wachen im Schatten des Vesuv. Nur ein hochtechnologisches Frühwarnsystem und der detaillierteste Evakuierungsplan, der je für eine Naturkatastrophe dieses Ausmaßes entwickelt wurde, geben den Menschen, die in der roten Zone des Vesuv leben, die Chance, einen Ausbruch zu überleben. Am Ende eines langen Tages steigt ein Team der Bergwacht in den Krater des gefährlichsten Vulkans der Welt hinab. Seine Aufgabe ist es, die zahlreichen Instrumente zu prüfen, die den Vesuv kontrollieren und Gasproben aus dem Kraterinneren zu nehmen. Die Männer sind für den Zivilschutz im Einsatz, der in Italien für den Katastrophenschutz zuständig ist. Hier befinden sie sich in direktem Kontakt mit dem schlafenden Monster, dessen Erwachen längst überfällig ist. Der Gipfel des berühmtesten Vulkans der Welt ist nur 1900 Meter hoch. Obwohl der Vesuv weder der höchste noch der aktivste Vulkan der Erde ist, gilt er als der gefährlichste. Er ist der einzige Vulkan, der innerhalb der letzten 100 Jahre auf dem europäischen Festland ausgebrochen ist. An seinem Fuß wohnen über 1 Million Menschen. Die Hälfte davon an seinen Hängen in einem willkürlichen Labyrinth aus dicht gebauten Vierteln, die zum Teil nur 2 Kilometer vom Gipfel entfernt sind. Wer im Schatten des Vesuv wohnt, lebt mit dem Wissen, dass jederzeit ein Aufruf zur sofortigen Evakuierung erfolgen könnte, bei dem man alles zurücklassen und die Gefahrenzone umgehend verlassen muss. Die einzige Überlebenschance der Einwohner ist das Frühwarnsystem, mit dessen Hilfe der rastlose Vulkan überwacht wird. Egal wie gut Sie den Vulkan beobachten. Die meisten von uns Neapolitanern glauben nicht daran, dass wir 72 Stunden vorher gewarnt werden. Am wichtigsten ist, dass der Bevölkerung immer wieder bewusst gemacht wird, dass sie jederzeit auf eine Evakuierung vorbereitet sein muss. Als Feuerwehr von Neapel werden wir im Falle eines Vulkanausbruchs täglich bei Such- und Rettungsaktionen im Einsatz sein. Zudem werden unsere Einsatzkräfte den Zivilschutz bei speziellen Operationen unterstützen. Als dieser Vulkan vor 2000 Jahren ausbrach, hat er die beiden antiken Städte Pompeji und Herculaneum unter einer Wolke aus glühender Asche und Strömen von flüssigem Gestein begraben. Schätzungen gehen davon aus, dass 16.000 Menschen bei dem Ausbruch ums Leben kamen. Es könnte wieder passieren, und zwar sehr bald. Dabei würden ganze Teile von Neapel vernichtet werden. Die Entwicklung eines Evakuierungsplans für eine derartige Katastrophe ist die lebenslange Mission dieses Mannes. Agnello Di Nardo ist leitender Berater des Zivilschutzes in der Region Kampanien. Er ist für die Ausarbeitung und Aktualisierung des Plans zur Evakuierung der Gefahrenzone um den Vesuv verantwortlich. Er besucht häufig das Vulkanobservatorium, das im 19. Jahrhundert unter dem Gipfel des Vesuv errichtet wurde. Damals war es das weltweit erste seiner Art. Hier wurden zum ersten Mal Seismographen eingerichtet, um eventuelle Veränderungen des Berges zu beobachten, die ein klarer Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruch sein könnten. Für den Fall, dass der Vesuv ausbricht, haben wir einen Evakuierungsplan ausgearbeitet, den wir mit dem nationalen Zivilschutz und anderen relevanten Institutionen, die im Falle einer Evakuierung eine Rolle spielen, detailliert besprechen und regelmäßig aktualisieren. In der Gemeinde Ottaviano am östlichen Hang des Vesuv leben 23.000 Einwohner.
Ein navigatorischer Albtraum sind die vielen schmalen Gassen zwischen den alten Gebäuden. Besonders im Falle eines Notstands. Wir sind mit dem Wissen um diese Gefahr aufgewachsen. Das ist wie bei Amerikanern und Australiern, die im Ozean schwimmen und wissen, dass es dort Haie gibt. Die sind auch mit dieser Gefahr aufgewachsen. Sie sind daran gewöhnt. Genauso sind wir es gewöhnt, mit der Gefahr des Vulkans zu leben. Als wir die engen Gassen verlassen, eröffnet sich uns eine spektakuläre Sicht auf den Vesuv. Dann erreichen wir das nahegelegene Chalet Valle Verde. Die Berghütte hat nur in den Sommermonaten geöffnet, wenn die Bewohner der heißen, chaotischen Viertel hierher kommen, um kühle Abende im Schatten des Vesuv zu verbringen. Die Bar gehört den Brüdern Mimmo und Agnello Giuliano. Sie lieben das Leben am Hang des Vulkans. Manchmal stelle ich mir die Geister unserer Vorfahren vor, die in Pompeji unter dieser ganzen Lava begraben wurden. Wir wissen davon, klar. Aber letztendlich ist das nichts, worüber wir nachdenken. Wenn es passiert, sehen wir weiter. Dann improvisieren wir. Nein, der Vesuv macht mir keine Angst. Klar ist er aktiv. Aber das macht mir überhaupt keine Sorgen. Doch, mir schon. Die wunderschöne Umgebung der Berghütte präsentiert die Gaben des Vulkans. Seine fruchtbare Erde ermöglicht eine opulente Vegetation. Die kleine Gemeinde, in der Agnello arbeitet, schmiegt sich an die Ostflanke des Vulkans. Die Bewohner von Ottaviano haben sich an die tägliche Gefahr, die der Vulkan darstellt, gewöhnt. Die älteren Leute, die sich stärker mit dem Ort verbunden fühlen, würden wahrscheinlich hier bleiben. Ja, in ihren Häusern. Die Jüngeren würden versuchen zu fliehen. Wahrscheinlich würden wir an einen Ort in der Nähe evakuiert werden, in dem man sicher ist. Es wäre schwierig, mit dem Auto aus der Stadt rauszukommen. Deshalb sagen die meisten, dass man mit dem Fahrrad oder einem Scooter fahren sollte. Genau darum geht es beim Zivilschutz. Es gilt nicht nur im Falle eines Notstands zu reagieren, sondern auch Katastrophen vorherzusehen und sie zu vermeiden. Die zahlreichen Sensoren, die sich am Vesuv befinden, sind in Echtzeit mit dem Vesuv-Observatorium verbunden, das dem Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie untersteht und von Giuseppe De Natale geleitet wird. Der Vesuv gehört zusammen mit den Phlegräischen Feldern und Ischia zu den am stärksten beobachteten vulkanischen Gegenden der Welt. Wir nutzen hochmoderne Technologien. Unterschiedliche Sensoren überwachen die 3 wichtigsten Phänomene, die auf einen bevorstehenden Ausbruch hinweisen. Das erste Indiz ist seismische Aktivität. Ein weiterer Hinweis ist das Anschwellen der Erde. Zum dritten Indiz wurde über die letzten Jahrzehnte viel geforscht. Es handelt sich um abnormale geochemische Oberflächenemissionen. Heute können wir sie anhand der entwickelten Modelle sehr gut interpretieren. Sie sind echte Vorboten. Insbesondere die Emissionen aus den Gasschloten. Als sich die Nacht über den Vesuv legt, wirkt die Vorstellung, Ottaviano oder eine der anderen dicht besiedelten Gemeinden fluchtartig über die engen Gassen verlassen zu müssen, katastrophal. Doch dieser Vulkan ist schon zu lange ruhig gewesen. Ein erneuter Ausbruch ist längst überfällig. Von der anderen Seite der Bucht wird die schiere Größe dieses Vulkans offensichtlich. Er ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Welt. Doch nur wenige kennen seinen Nationalpark, der sich zum größten Teil über die Gegend von Ottaviano erstreckt. Eine wunderschöne römische Villa, die am Hang des Vesuv dem Verfall preisgegeben war, wird nun restauriert und für Besucher zugänglich gemacht.
Wer die lange und heiße Bergwanderung entlang uralter Lavaablagerungen und üppiger Vegetation unternimmt, wird am Gipfel mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Der Vesuv zieht zwar Touristen an, aber es ist ein spontaner Tourismus. Es wird hier kaum dafür geworben und es fehlt die Infrastruktur, die ein solches Gebiet benötigt. Ich spreche speziell von Ottaviano, das 40–50% der Vesuvlandschaft abdeckt. Es gibt hier nichts für Besucher von außerhalb. Es gibt kein Informationszentrum, in dem man sehen kann, welche Pflanzen einen hier erwarten. Die üblichen Dinge. All das gibt es hier nicht. Vom Vesuv aus sieht man die berühmten Inseln Capri und Ischia, die an der Spitze des Golfs von Neapel liegen. Neapel selbst zählt ganze 1,3 Millionen Einwohner, die alle im Schatten des gefährlichsten Vulkans der Welt leben. Neapel weitet sich vom Vesuv in nordwestlicher Richtung aus, während sich die Vorstädte Torre del Greco, Ercolano und Pompeji gen Süden erstreckten. Was den Vesuv so gefährlich macht, ist seine Lage in dieser dicht besiedelten Region. Der Vesuv ist Teil der Vulkankette Campaniens. Er besteht aus einem großen Kegel und einem zentralen Einsturzkrater, genannt Caldera. Die meisten Anwohner gehen davon aus, dass ein erneuter Ausbruch in ferner Zukunft liegt. Dabei könnte er die unter sich liegenden Gegenden weitgehend vernichten und unter einem pyroklastischen Strom aus glühender Asche und geschmolzenem Gestein begraben. Der nationale Zivilschutz hat einen Notfallplan für Vulkanausbrüche aufgestellt, der 4 Alarmstufen umfasst. Die erste ist die sogenannte grüne Phase, die den schlafenden Vulkan bezeichnet. Wenn sich in einem der Parameter eine Anomalität zeigt, wird Alarmstufe 2 ausgerufen, die sogenannte gelbe Phase. Wenn sich die Anomalitäten fortsetzen und stärker werden, gehen wir in die Alarmstufe 3 über, Phase Orange. Und wenn wir hier eine weitere Steigerung feststellen, wird die Alarmstufe Rot ausgerufen. In diesem Fall muss dann die rote Zone um den Vulkan innerhalb von 3 Tagen komplett evakuiert werden. Es ist unmöglich vorherzusagen, wann und wie dieser Vulkan ausbrechen wird. Statistisch gesehen ist der Vesuv allerdings längst überfällig. Die örtlichen Behörden haben vergangene Eruptionen analysiert, um zu prognostizieren, wie der nächste Ausbruch aussehen könnte. Der letzte Ausbruch fand im März 1944 statt. Es war eine relativ milde Eruption. Die plinianische Säule hat in der explosiven Phase eine Höhe von etwa 3000 Metern erreicht. Da die Winde in dieser Höhe meistens in östliche Richtung ziehen, fallen bei diesen leichteren Eruptionen Asche und Bimsstein nicht auf Neapel. 2 Kontinentalplatten treffen entlang Italiens Küste aufeinander. Daraus resultiert eine Bruchlinie, die sich über die Länge der Halbinsel zieht. Im zentralen Mittelmeerraum kollidieren die anatolische, eurasische und afrikanische Kontinentalplatte miteinander, wodurch Risse und Brüche in der Erdkruste entstehen. Der Vesuv ist ein Schichtvulkan mit einem zentralen Hauptschlot, welcher die Spitze des Kegels mit dem Magma unterhalb des Berges verbindet. Der Vesuv ist ein klassischer Schichtvulkan. Er hat sich aus dem Auswurfmaterial früherer Ausbrüche aufgebaut, welches sich an den Flanken abgelagert hat. Wie die meisten Vulkane seiner Art besitzt er einen Hauptkrater, in dem die Eruptionen mehrheitlich auftreten. Heute sind weltweit Vulkanbeobachter im Einsatz, die mehrere Stunden, wenn nicht sogar mehrere Tage vorher warnen können, wenn sich ein Ausbruch ankündigt. Über die Jahre wurden hochsensible Sensoren entwickelt, die eine möglichst frühe Warnung ermöglichen.
Wir besitzen sehr fortschrittliche Systeme, mit denen Erdbeben, Bodendeformationen und geochemische Abweichungen bei den Oberflächenemissionen sofort registriert werden können. Wenn das der Fall ist, wird der Zivilschutz umgehend von uns benachrichtigt. Ein Ausbruch des Vesuv würde einen nationalen Notstand bedeuten. Auch die ansässigen Neapolitaner bereiten sich darauf vor. Der erste Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruch sind Erdbeben. Und wenn die Erde unter Neapel zu zittern beginnt, könnten viele seiner fragilen Gebäude einstürzen. Die Feuerwehr von Neapel besitzt ein spezielles Team von Einsatzkräften, die auf urbane Such- und Rettungsaktionen spezialisiert sind. Sie können im Moment des Alarms umgehend ausrücken. Das Team gehört zu den Besten in Europa. Es wird etliche Male im Jahr gerufen. Heute absolviert die Truppe eine Trainingseinheit. Ihr Leiter ist Francesco Di Martino, einer der Helden der Stadt. Als Team für urbane Such- und Rettungsaktionen befinden wir uns permanent in der Vorbereitungsphase. Derartige Notfälle erfordern ein intensives Training. Wir sind für Rettungen aus Höhlen und Flüssen ausgebildet. Zudem in der Alpinrettung. Außerdem müssen wir uns mit der Stabilisierung von Gebäuden auskennen und so weiter. Um unsere Besatzung darauf vorzubereiten, fahren wir zu einem Übungsplatz, an dem das Team spezielle Techniken trainieren kann. Die Feuerwehr hat nicht nur die Aufgabe, Menschen aus Häusern zu retten, sondern auch die Stabilität der Gebäude zu gewährleisten. Im Gebiet von Neapel gibt es viele Faktoren, die Häuser zum Einsturz bringen können. Ich war vor Ort, als 5 Gebäude eingestürzt sind. Die Gebäudesituation ist in Neapel sehr problematisch. Zum Glück konnten wir alle Häuser noch rechtzeitig evakuieren. Und dann sind sie eingestürzt. Viele Faktoren können zum Einsturz von Gebäuden führen. Von Erdfall über Erdbeben bis zu Untergrundwasser in dem Tunnellabyrinth, das unter der Stadt verläuft. Hier wurde über die letzten Jahrtausende sehr viel Gestein für den Häuserbau abgetragen. Zurück blieben riesige Hohlräume unter der Stadt. Wir haben einen komplexen Job, der nie aufhört. Wir sind immer im Einsatz. Aber genau das gefällt mir an unserer Arbeit. Beim Such- und Rettungsteam geht es immer um die Praxis, um die Einsätze. Deshalb fahren wir heute zu diesem Übungsplatz. Unsere Arbeit hat auch einen sehr befriedigenden Aspekt, weil man etwas Positives tut. Francesco Di Martino war an den Schauplätzen aller großen Erdbebenkatastrophen in Italien im Einsatz. Vom Erdbeben in Umbrien, das die Basilika des heiligen Franziskus in Assisi zerstörte, über das Erdbeben von L'Aquila 2009 bis zum Erdbeben in Emilia-Romagna 2012. Er ist auf Such- und Rettungsaktionen in städtischen Gebieten spezialisiert. Dazu gehört auch, Gebäude vor dem Einstürzen zu bewahren. Heute trainiert das Team auf einem Übungsareal, das mit Schutt und Tunneln eingestürzte Gebäude nach einem der Erdbeben simuliert, die im Falle eines Vulkanausbruchs auftreten würden. Der Kommandeur der Feuerwehr von Neapel ist vor Ort, um seine Mannschaft beim Training zu beobachten.
Unsere Arbeit basiert auf dem Kaderprinzip. Ein Basisteam besteht aus 5 Feuerwehrleuten, dem Teamleiter, dem Fahrer und 3 Rettungsleuten. Diese Menschen gehen ganz und gar in ihrer Arbeit auf. Und zwar nicht nur, wenn sie im Einsatz sind. Unsere Arbeit hört nicht auf, wenn wir am Ende des Tages nach Hause gehen. Die Teams werden auch oft gerufen, wenn sie gar nicht im Dienst sind. Als erste kommen die Hunde zur Unglücksstelle. Ihr Trainer ist Giuseppe Bove. Ein belgischer Schäferhund und ein deutscher Schäferhund rennen los, um nach verschütteten Personen zu suchen. Wenn sie anschlagen, liegt dort mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo unter dem Schutt ein Mensch begraben. Er hat was gefunden. Um sicher zu gehen, wird ein zweiter Hund losgeschickt, der bestätigen soll, dass sich dort ein Mensch befindet. Er hat's bestätigt. Nach getaner Pflicht werden sie von Giuseppe Bove mit Leckerlis oder Spielen belohnt. Die Hundeführer haben meist ein sehr enges Verhältnis zu ihren Hunden, die mit ihnen Unfallopfer aus dramatischen Situationen retten. Nachdem die Hunde die verschüttete Person aufgespürt haben, macht sich das Team mit dem akustischen Körperschallmelder an die Arbeit. Sie legen Akustik- und Vibrationssensoren kreisförmig um die Stelle, an der die Hunde angeschlagen haben. Bei diesen Sensoren fungiert das eingestürzte Gebäude wie ein Mikrofon, das die kleinsten Geräusche verstärkt. Ein weiteres Team kommt dazu. Es soll mit Hilfe einer Sonde die genaue Position des Opfers orten und wenn möglich mit ihm Kontakt aufnehmen. Nun baut die Mannschaft ein mobiles Dreibein auf, um Rettungsleute in das enge Loch hinabzulassen. Es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit, da der Verschüttete dringend Hilfe benötigt. Meist kann er seine Glieder nicht mehr bewegen oder er steckt fest. Als erstes wird ein Rettungssanitäter zu dem Verletzten hinuntergelassen. Im Falle eines Vulkanausbruchs bräuchte das Opfer dringend Sauerstoff. Der Sanitäter, der hinabgelassen wurde, ist ein ausgebildeter Höhlen- und Bergretter. Er hat sowohl Sauerstoff für das Opfer dabei, als auch für sich selbst, falls er selber Atemprobleme bekommen sollte. Wir konnten mit ihm sprechen. Er ist bei Bewusstsein, kann sich aber nicht bewegen. Nach dem Sanitäter wird ein Retter hinuntergelassen. Sobald sie das Opfer erreicht haben, müssen sie die Person von allen Hindernissen befreien und auf der Bahre stabilisieren. Die Retter sind direkt mit dem Einsatzleiter an der Oberfläche verbunden. Lass die Hüllentrage runter. Verstanden. Wir schicken die Trage runter. Habt ihr ihn schon stabilisiert mit der Halsmanschette? Gut, wir lassen die Trage runter. Bei diesen Einsätzen geht es um jede Sekunde. Schließlich kann das Opfer aus dem Loch gezogen werden. Das ist der zufriedene Glücksmoment, in dem man das Opfer gerettet hat. Auch wenn es in diesem Fall nur eine Übung mit einem Kollegen war, spürt man, was für eine Genugtuung es sein kann, ein Leben zu retten. Wir haben vor einigen Jahren ein 10-jähriges Mädchen gerettet. Sie ist heute wie eine Tochter für mich.
Ich war unter den Männern, die sie gerettet haben. Wir haben damals perfekt als Team zusammengearbeitet. Aber die eigentliche Heldin war das Mädchen. Wir sind keine Helden. Dann wird der Verletzte zum Krankenwagen getragen, um dort behandelt zu werden. Damit ist die Rettungsübung für die Mannschaft abgeschlossen. Das regelmäßige Training ist essentiell, um im Ernstfall eines Vulkanausbruchs vorbereitet zu sein. Wir unterstützen den Zivilschutz, wenn die Alarmstufe Rot ausgerufen wird und die Evakuierung beginnt. Vor allem aber wird es im Falle eines Ausbruchs zu Erdbeben und gefährlichen Gebäudeschäden kommen, bei denen wir die Techniken anwenden werden, die wir heute trainiert haben. Sie wurden genau für dieses Erdbebenszenario entwickelt. Diese Erdbeben, die einen Ausbruch ankündigen, hätten mittlerweile auch schon den Zivilschutz auf den Plan gerufen, der bereits eine groß angelegte Evakuierung begonnen hätte. Das Vesuv-Observatorium ist mit Dutzenden von Sensoren verbunden, die überall am Berg angebracht wurden. Zu ihnen gehören Magnet-, Expansions-, Gas- und seismische Sensoren. Anhand von Beschreibungen früherer Ausbrüche konnten die Wissenschaftler Prognosen für zukünftige Eruptionen und entsprechende Pläne für das lebenswichtige Frühwarnsystem erstellen. Würde es wieder zu einem Ausbruch kommen, dann wäre er den vergangenen Eruptionen wohl sehr ähnlich. Wir rechnen damit, dass eine Fläche von 10 Kilometern Radius betroffen wäre, was der typischen Ausdehnung einer roten Zone entspricht. Dieser Archivfilm vom letzten Vesuv-Ausbruch vor 70 Jahren zeigt, wie verheerend die Auswirkungen waren und wie schnell Lava und Asche die darunterliegenden Wohngebiete einnahmen. Alliierte Piloten dokumentierten die Eruption aus der Luft. Diese amerikanischen B-25-Bomber flogen damals dicht an dem speienden Krater vorbei, auf ihrem Weg zu einem Einsatz gegen die deutsche Wehrmacht. Die Gemeinden in direkter Nähe zum Krater müssten innerhalb von 72 Stunden evakuiert werden. Auch wenn es keine Garantie gibt, dass es tatsächlich zu einem Ausbruch kommt. Im Falle eines falschen Alarms könnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Italo Giulevo ist der Leiter der regionalen Zivilschutzbehörde und dafür verantwortlich, den Evakuierungsplan im Ernstfall zu aktivieren. Wir haben hier einen Vulkan mit einer komplexen Eruptionsgeschichte. Sein letzter Ausbruch war erst 1944. Im Falle eines Ausbruchs müssten wir ein Gebiet von 150 Quadratkilometern evakuieren, in dem 675.000 Menschen leben. Diese rote Zone würde im Falle einer Eruption unbewohnbar werden, aufgrund des heißen, pyroklastischen Stroms, der sich über die Flanken des Vulkans ausbreiten würde. Nach unserem letzten Informationsstand umfasst die rote Zone 25 Stadtgemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von 650.000 bis 700.000 Einwohnern, die im Falle eines Ausbruchs evakuiert und zu Partnergemeinden gebracht werden würden. Diese Partnergemeinden wurden 2014 unter der damaligen Regierung von Enrico Letta bestimmt. Angesichts der riesigen Anzahl von Menschen, die in Neapel und den umliegenden Gemeinden wohnen, wurde ein detaillierter Plan entwickelt, der die gefährdeten Gebiete in eine rote, blaue und gelbe Zone unterteilt. Die gelbe Zone östlich des Vesuv wäre von einem massiven Ascheregen betroffen, während die blaue Zone Überschwemmungen erleiden könnte. Die rote Zone wäre direkt von dem pyroklastischen Dichtestrom betroffen. Dort leben über 670.000 Menschen, die der Eruption unmittelbar ausgesetzt wären.
Sie haben nur eine Chance zu überleben, wenn sie frühzeitig vorgewarnt und evakuiert werden. Denn es ist ein langer Weg, bis man aus der Gefahrenzone herausgekommen ist. Es sind etwa 375.000 Fahrzeuge in dieser Gegend registriert. Würde jedes Auto die Zone mit 2 Insassen verlassen, könnten wir die Evakuierung der gesamten Zone garantieren. Natürlich sieht die Realität anders aus. Wir haben Befragungen zu den Anforderungen durchgeführt, die derzeit noch ausgewertet werden. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass in den meisten Fahrzeugen nur der Fahrer sitzen wird und dass sie mit Objekten beladen sein werden, die derjenige in Sicherheit bringen will. Deshalb haben Verkehrsexperten einen detaillierten Plan für eine Evakuierung ausgearbeitet. Der neue Plan bezieht noch stärker die Möglichkeit von Verkehrsstauungen ein, wenn die Bevölkerung das Gebiet verlässt, sowohl in Privatfahrzeugen als auch den Transportmitteln, die vom Zivilschutz organisiert werden. Es geht darum, eine Masse von 370.000 Fahrzeugen gleichmäßig über die Periode von 48 Stunden zu verteilen, sodass ein Verkehrsfluss gewährleistet werden kann, dem das Straßennetz standhält und der von der Polizei geregelt werden kann. Es gilt, den Strom von Fahrzeugen zu regeln, wenn Hunderttausende Menschen vor der drohenden Katastrophe fliehen. Deshalb sieht der Evakuierungsplan einen Ring von Sammelstellen vor, an denen Busse bereitstehen werden, die die Menschen aus dem Gefahrengebiet bringen. Allerdings verlangt die Evakuierung von 670.000 Menschen nach unterschiedlichen Verkehrsmitteln. So hat der Zivilschutz nicht nur die Aufgabe, den Straßenverkehr zu regeln, sondern auch den Schiffs- und Zugverkehr. Wir haben die moralische Verpflichtung, effektiv zu intervenieren, damit alle Bürger umsichtig und verantwortungsvoll aus der Gefahrenzone evakuiert werden. Deshalb arbeitet der nationale Zivilschutz mit allen Institutionen zusammen, die es in Kampagnen gibt. Vom Zugverkehr über den Schiffsverkehr. Da wir Schiffe und Fähren einsetzen werden, haben wir Häfen ermittelt, zu denen wir die Menschen bringen können. Innerhalb der roten Zone wird das Schienennetz aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Auf den Strecken wird der Betrieb eingestellt und der Strom abgestellt. Außerhalb der roten Zone werden wir das Schienennetz zur Evakuierung der Menschen nutzen. Es gibt 3 Bahnstrecken in nördliche Richtung, eine weitere führt nach Osten und eine nach Süden. Es gibt also 5 Bahnstrecken, die wir nutzen können. Es ist ein ehrgeiziger Plan, aber er basiert auf einem starken nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das haben die Italiener. Dieser Plan wurde für den Fall eines Vulkanausbruchs entwickelt. Er könnte aber auch in jeder anderen Gefahrensituation angewandt werden, in der Hunderttausende von Menschen plötzlich evakuiert werden müssen. Der detaillierte Evakuierungsplan sieht vor, die Bewohner der Roten Zone in andere Gemeinden Italiens auszuquartieren, die speziell für dieses Vorhaben zu Partnergemeinden der neapolitanischen Bezirke erklärt wurden. Ja, wir wissen, dass es einen Evakuierungsplan gibt und dass jede Gemeinde, die nahe am Vesuv liegt, einen Ort bekommen hat, an den man gehen kann. Aber das sind alles bürokratische Dinge. Die Sammelpunkte, von denen aus die Leute in die Evakuierungsgebiete gebracht werden, liegen alle außerhalb der roten Zone. Egal, ob es sich um Busse, Schiffe oder Züge handelt. Damit eine Evakuierung erfolgreich vonstatten geht, muss die Bevölkerung gut vorbereitet, zuversichtlich und handlungsfähig sein. Auch wenn Entwarnung gegeben wird und die Leute nach Hause zurückkehren können, müssen sie dies in dem Wissen tun, dass dieser Schritt für ihre Sicherheit unternommen wurde, um ihr Leben zu retten. Während die Bevölkerung aus der roten Zone flieht, wird in der gelben Zone ein massiver Niederschlag aus Asche und Lapilli auf die Gebäude herabfallen und einige von ihnen zum Einsturz bringen. De Martino ist ebenfalls Ausbilder in Konsolidierungsmethoden, die hier in Neapel entwickelt und nun in ganz Italien eingesetzt werden.
Er leitet einen Kurs, in dem er Feuerwehrleuten beibringt, zum Teil eingestürzte oder stark beschädigte Gebäude zu stabilisieren. De Martino erklärt, dass diese Technik auf dem Dreiecksprinzip basiert. Das Dreieck ist in jeder Art von Konstruktion präsent, auch in Metallobjekten. Der Grund dafür ist ein physikalisches Gesetz. Demnach hat das Dreieck eine geometrische Gestalt, die nicht verformt werden kann. Zunächst wird der äußere Rahmen des Eingangs mit Holzbalken verstärkt. Nun muss er selbsttragend gemacht werden, was durch das Einfügen von Dreiecken gelingt. Der Meister macht sich an die Arbeit. Die Kursteilnehmer müssen diese Technik erlernen, bevor sie dem urbanen Such- und Rettungsteam beitreten dürfen. Schließlich müssten auch beim Ausbruch des Vesuv aufgrund der Erdbeben Gebäude vor dem Einsturz bewahrt werden. 2012 hat die Feuerwehr ihren Teil des Evakuierungsplans in einer Übung mit dem Namen Mesimex getestet. Sie sollten eine alte römische Villa in der Gemeinde Somma Vesuviana vor dem Einsturz bewahren. Die Feuerwehrleute haben die Statuen vorsichtig entfernt und das Gebäude abgestützt. Francesco De Martino koordinierte die Teamarbeit, bei der nicht nur Such- und Rettungstechniken zum Einsatz kamen, um die Statuen sicher einzuholen, sondern auch die Stabilisierungsmaßnahmen von Gebäuden, die er unterrichtet. Der Plan wird kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht. Verbesserungen der Infrastruktur werden eingefügt und die einzelnen Aspekte des Plans werden aktualisiert. Deshalb ist er nie abgeschlossen. Sobald die Voralarmstufe ausgerufen wird, können in kurzer Zeit alle Vorkehrungen für die Umsetzung getroffen werden. Bis dahin wird er kontinuierlich auf den neuesten Informationsstand gebracht, etwa was die Bevölkerungszahlen betrifft oder die zur Verfügung stehende Infrastruktur. Es wird noch weitere Übungen geben, etwa mit der italienischen Marine. Wir werden auch alle Instrumente einbeziehen, die uns von der EU zur Verfügung gestellt werden. Über ein EU-Projekt konnten wir neue Fahrzeuge für die Feuerwehr und für die Freiwilligenverbände kaufen. Sowohl für die Freiwilligenverbände in den einzelnen Gemeinden als auch für die Region. Wir haben an die 38 Millionen Euro investiert. Die Befürchtung, dass der Vesuv bald ausbrechen könnte, basiert auf wissenschaftlichen Datenanalysen. Doch niemand kann voraussagen, wann oder ob das tatsächlich passieren wird. Die Sonne geht über der Bucht von Neapel auf. Ihr Anblick ist weltberühmt. Die seltene Schönheit des Vesuv und die tödliche Gefahr, die von ihm ausgeht, haben ihn zu einem der berühmtesten Vulkane der Erde gemacht. Im Jahr 1944 ist er zum letzten Mal ausgebrochen, ein Jahr vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Für die vom Krieg geschwächte Bevölkerung war der Ausbruch verheerend. Dennoch war es nur eine kleine Eruption im Vergleich zu der Katastrophe, die sich vor 2000 Jahren abspielte. Der Vesuv ist imstande, noch wesentlich größere Eruptionen auszulösen. Etwa eine plinianische Eruption, die ihren Namen bekannterweise 79 nach Christi beim Ausbruch des Vesuv erhielt. Damals wurde die Asche 30.000 Meter hoch geschleudert, nicht nur 3.000 wie 1944. Der Zivilschutz richtet seine Pläne auf die wahrscheinlichsten Möglichkeiten aus, nicht auf die denkbar schlimmsten Szenarien. Als der Mount St. Helens 1980 ausbrach, erreichte er ein ähnliches Ausmaß wie der Vesuv 79 nach Christus. Sein pyroklastischer Dichtestrom bewegte sich mit rund 100 Kilometern pro Stunde und zerstörte in nur 9 Minuten ein Gebiet von 650 Quadratkilometern. Der Wind blies die Aschewolke gen Osten, wo sie Tage mit nächtlicher Dunkelheit überzog und einen Aschesturm verursachte, der sich über Hunderte von Kilometern erstreckte. Am Vesuv ziehen die Winde vorrangig in südöstliche Richtung. Daher würde die vulkanische Asche nach größter Wahrscheinlichkeit auf die Berge um Avellino fallen,
während die schwereren Anteile des pyroklastischen Stroms näher am Vesuv auf die Erde fallen würden. Die Lavaströme würden höchstwahrscheinlich im sogenannten Tal der Hölle zum Stillstand kommen. Sie könnten auch nach Torre del Greco und Ercolano fließen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie Neapel selbst erreichen. Natürlich haben wir bei dem Evakuierungsplan nicht dem denkbar schlimmsten und unwahrscheinlichsten Szenario einer weltweiten Katastrophe Rechnung getragen. Wir haben kalkuliert, was am wahrscheinlichsten eintreten wird. Die Autobahnen und doppelspurigen Schnellstraßen, die aus Neapel hinausführen, wurden verbessert. Dennoch ist es eine schwierige Angelegenheit, Hunderttausende von Menschen innerhalb von nur 3 Tagen aus der Stadt zu evakuieren. Da die Evakuierung in einer relativ ruhigen Phase stattfinden wird, gehen wir davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt die gesamte Infrastruktur bereitstehen und nutzbar sein wird. Man wird problemlos mit dem Auto oder mit den Zügen fahren können. Die Häfen werden ebenfalls in Betrieb sein. Wir sind derzeit noch dabei, ein System zur Evakuierung per Schiff oder per Zug zu entwickeln. Vielleicht auch beides in Kombination. In jedem Fall werden alle Routen von den Sammelpunkten starten, die wir um die rote Zone herum etabliert haben. Es wurden spezielle Straßen gebaut, wie die 268. Zudem wurden die Ringstraßen ausgebaut. Dennoch könnte es sich als schwierig erweisen, zu den Sammelpunkten zu gelangen. Wenn der Alarm ausgerufen wird, muss man auf die 268 fahren. Ja, über die Schnellstraße kommt man schnell aus diesem Gebiet. Dafür wurde sie gebaut. Aber hier leben so viele Menschen. Das wird die Hölle. Klar, weil dann jeder weg will. Die einen in die Richtung, die anderen in die andere. Das gibt ein Chaos. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir nach Turin evakuiert werden sollen. Aber das sind nur die Pläne auf dem Papier. Viele Leute werden sich weigern zu gehen, weil sie ihr Geschäft oder ihr Zuhause zurücklassen müssten. Wahrscheinlich werden etliche hier bleiben wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht umziehen wird. Viele werden hier bleiben wollen, wo sie geboren wurden und hier auf den Tod warten. Auch hier müssen wir intervenieren. Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass den Leuten nach ihrer Evakuierung in den neuen Gemeinden alle kommunalen Dienstleistungen zur Verfügung stehen, die sie auch hier haben. Wir müssen dafür sorgen, dass ihnen Ärzte zur Verfügung stehen und dass ihre Kinder dort zur Schule gehen können. Es gilt, eine ganze Gemeinde für eine gewisse Zeit in eine andere umzusiedeln. Das müssen wir sehr umsichtig vorbereiten. Schließlich haben wir die moralische Verpflichtung, die Leben dieser Menschen zu retten, die in diesem Gebiet wohnen. Die Neapolitaner leben nach dem Motto: Was soll's, mach dir keine Sorgen. Diese Sorglosigkeit macht unser Leben hier so lebenswert. Ich denke weder an den Tod noch an einen möglichen Ausbruch des Vesuv. Es geht darum, die Schönheit dieser Umgebung zu genießen und sich nicht darum zu sorgen, dass plötzlich alles weggefegt werden könnte. Die Neapolitaner sind für ihre temperamentvolle, sorgenfreie Lebensweise berühmt. Sie wissen, dass jeder neue Tag am Fuß des Vesuv ein Geschenk ist. Dieser Vulkan hat in seiner Geschichte oft genug bewiesen, dass er plötzlich ausbrechen und für über 1 Million Menschen, die in seinem Schatten leben, zur tödlichen Bedrohung werden kann.